Als ambitionierter Eisenbahnfotograf reist man natürlich mit dem Zug an. Mit dem Schiff über den Brienzer See wäre auch noch eine Alternative. Und wenn man viel Glück hat, erwischt man sogar einen Sonderzug der Ballenberg Museumsbahn. Aber das ist heute nicht unser Thema. Dem Bahnhof gegenüber liegt die Talstation der Brienz-Rothorn-Bahn. Ihr gilt heute unser Interesse. Der Zug wartet schon. Die offenen Aussichtswagen versprechen ein herrliches Bahnerlebnis. Es kommen immer mehr Besucher. Weitere Züge werden hintereinander bereitgestellt. Abschmieren, Wasser und Kohle fassen stehen am Beginn jeder Fahrt. Endlich geht es los. Die Bahn zählt zu den ältesten Schweizer Bergbahnen. Sie wurde 1892 nach 16-monatiger Bauzeit eröffnet. Ein Jahr später folgte die schienige Plattebahn. Als dann auch noch 1898 die Jungfraubahn ihren Betrieb aufnahm, gleich zu Beginn elektrifiziert und damit Inbegriff der Moderne, kam die Rothornbahn in finanzielle Schwierigkeiten. Der Erste Weltkrieg gab ihr den Rest. Am 9. August 1914 wurde die Bahn stillgelegt. Die Bahnanlagen sollten abgebrochen werden. Weil aber die Bahnverwaltung die Abbruchkosten hätte vorschießen müssen, unterblieb, zum Glück, der Rückbau trotz des kriegsbedingten Materialmangels. So konnte 1931 die noch gut erhaltene Strecke wieder eröffnet werden.
Die Zahnradbahn hat eine Spurweite von 800 mm und klettert an einer Zahnstange nach dem System Abt die rund 1680 Höhenmeter bis zur Bergstation Rothorn-Kulm hinauf. Nach gut 2 Kilometern ist die Kreuzungsstelle Geldried auf etwa 1000 Metern über Meereshöhe erreicht. Die Bahn hat jetzt schon knapp 500 Höhenmeter erklommen. Die Lok Nummer 12 gehört zu einer Serie von 4 modernen, ölgefeuerten Dampfloks. Sie wurden ab 1992 beschafft und sind die jüngsten der inzwischen 11 betriebsbereiten Maschinen der Rothornbahn. Die Kessel sind wärmegedämmt, hier gut zu sehen, und können automatisch über Nacht mit elektrischen Vorheizgeräten unbeaufsichtigt, ähnlich einer Gebäudeheizung, auf 10 bar Kesseldruck gebracht werden. So sind die Maschinen morgens zu Dienstbeginn in einer knappen Viertelstunde startklar. Eine clevere und sogleich vernünftige Lösung. Denn man kann sich die Enttäuschung der vielen Gäste nicht nur aus Fernost vorstellen, die hierher gekommen sind, um die von den Reiseveranstaltungen versprochen Dampfnostalgie pur zu genießen, wenn sie dann unter Dieselgetucker und Geruch den Berg hinaufgeschoben werden. Lok 6 gehört, wie auch Lok 7, zur zweiten Generation der kohlegefeuerten Dampfloks. Sie wurde 1993 von der SLM, der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik in Winterthur, gebaut. Sechs Tunnels gibt es auf der Strecke. Hier der 119 Meter lange Herdtunnel. Und der Blick fällt zurück durch den Burgerwald auf den See. Die Kreuzungsstation Planalp auf 1340 Metern ist erreicht. Hier wird Wasser gefasst. Die Station nutzen viele Wanderer und auch Einheimische. Die Dieselloks wurden 1973 bis 1975 beschafft. In der Hochsaison fahren die Züge in dichter Reihenfolge hintereinander her. Die Dame vorne beobachtet die Strecke und gibt ihren Kollegen auf der Lok die Kommandos.
Die Kreuzungsstelle Oberstaffel ist erreicht. Von hier aus sieht man zum ersten Mal das Ziel. Da oben müssen wir hin. Guck dir das mal an, hier nach oben. Lok 1 stammt von der Monte Generoso Bahn am Luganer See. Sie wurde 1891 bei SLM gebaut. Nach etwa 7,5 Kilometern ist die Gipfelstation erreicht. Vom Kulm Hotel hat man einen fantastischen Panoramablick auf die Bergwelt bis hinunter zum Brienzer See. Donner gemacht fahren. Wir haben ja Sehenswürdigkeiten. Das ist schöner, als man eine Modellbahn je gestalten könnte.
Allmählich neigt sich ein schöner Tag dem Ende entgegen. Es geht zurück ins Tal. Mit der Lötschberg, einem bei diesen Aufnahmen schon 80 Jahre alten Schaufelraddampfer, geht es dem nächsten Bahnerlebnis entgegen. Für eine solche Fahrt lassen wir gerne den fahrplanmäßigen Zug davonfahren. Ja, Europa in 5 Tagen kann ganz schön schlauchen. Das gleichmäßige Stampfen der Maschinen lässt die Augen schnell zufallen. Jetzt noch kurz aufs Jungfraujoch, aber das ist ein anderer Film. Über Nacht weiter nach Paris oder Kopenhagen, die Meerjungfrau küssen. Die Eindrücke verdichten sich im Traum und sind hoffentlich festgehalten. Ob mit dem Bleistift oder auf Fujicolor.